Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video-Tutorial von mir. Und zwar machen wir heute eine Kelly Bag. So sieht sie aus. Hier habe ich das Ganze mit einem Magnet verschlossen und eben auch hier die Lasche, die jetzt gerade so ein bisschen festklebt. Das muss ich ein bisschen richten. Naja, so sieht es von innen aus und ja, wie das geht, das möchte ich euch heute zeigen. Also das Papier, das ist ja so ein bisschen, das sieht zwar aus wie Leder und das ist auch sehr schön, aber es ist halt auch sehr weich und sehr dünn. Deshalb muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Und ja, wir machen das jetzt hier einfach mal zu, so, und dann fangen wir mal an. Wie das hier geht, das zeige ich euch jetzt. Also wir brauchen jetzt erstmal ein Papier mit dem Maß 15 x 30. Also ihr braucht wieder nicht mitschreiben. Ich versuche euch die Maße so gut es geht in die Infobox zu schreiben. Ja, wo ich es nicht dazu schreibe, da müsst ihr dann das Video gucken. Dann lassen wir das hier auf der langen Seite drin liegen und falzen auf beiden Seiten bei 12 cm. Das wird im Prinzip hier dieses Taschengerüst. So, dann nehmen wir uns ein Geodreieck zur Hand, also wie gesagt 15 breit. Das läuft hier oben so ein bisschen schmaler zu, das machen wir jetzt mal gerade. Na, bleib stehen, so. Das lege ich mir dann immer so an, hier an dem Geodreieck, auf beiden Seiten bei 7,5. Wir wissen ja, dass es 15 breit ist, also sozusagen auf der Hälfte. Und dann zeichnen wir hier 1 Zentimeter auf beiden Seiten an. Das ist die Schräge. Das machen wir hier auf der anderen Seite natürlich auch. Auch wieder hier auf beiden Seiten bei 7,5 anlegen. 0 in der Mitte und dann 1 Zentimeter rechts und links abtragen. So, dann also einmal kurz durchfalzen oder falten, dann sieht man es besser. Wir werden jetzt von dieser Ecke zu dieser unten hier, zu dieser Falz, werden wir jetzt schneiden. Ich mache das mit der Schere, weil ich bin da auch schon mal mit dem, weil hier nur so eine kleine Ecke aufsteht, bin ich da auch schon mal mit dem Cutter abgerutscht. Deshalb mache ich das jetzt lieber mit der Schere. Also ich zeichne mir jetzt hier die Schräge an und schneide die dann so gerade wie möglich schön auf dem Strich. Nicht zu doll aufdrücken mit dem Bleistift, wenn ihr das anzeichnet, damit man das dann hinterher auch noch gut wegradieren kann. Und schneide mir das dann hier so schräg. Das machen wir natürlich auf der anderen Seite auch. Ich habe auch schon so ein bisschen was vorbereitet, weil sonst würde das hier jetzt echt lange dauern. Und so viel Zeit hat ja keiner. So. Das wird natürlich hier auf der Seite auch gemacht. Ne, das Geodreieck anlegen und schon mal die Schräge anzeichnen. So, dann wird das auch weggeschnitten. Dann nehmen wir uns die Seiten zur Hand und markieren uns jetzt
2 Linien bei 2 cm und bei 4 cm. Dann nehmt ihr euch die untere, legt da die 0 an und markiert euch dann eine Stelle auf der Linie bei 1,5 auf beiden Seiten. Und dann auch noch mal 3 mm weiter, also bei 1,8. Das hätten wir hier auch gleich machen können. 1,5, 1,8. Das wird dann jetzt hier, wird ein Strich durchgelegt. Auf der anderen Seite auch, weil diese kleinen Teile, die schneiden wir uns hier raus. Das werden hier diese, ja, diese Durchzugslaschen sozusagen. Ich zeichne mir das vorher immer an, also ich schneide nicht direkt mit dem Cutter in das Papier. Natürlich auf beiden Seiten parallel. Also hier von der unteren Schräge sozusagen bei den 4 cm 1,5, 1,8 verbinden und das wird jetzt rausgeschnitten. So, mal gucken, wie gut ich das jetzt hinkriege, weil ich möchte ja nicht meinen Kopf so ins Bild halten. Ja, da habe ich es jetzt nicht ganz getroffen, aber auf jeden Fall an der Linie entlang einschneiden mit dem Cutter. Und dann kann man das hier so, wenn ihr euch das zutraut, mit der Hand einknipsen. Das ist ja nur ein kleines Stück. Und dann das Ganze rausnehmen. Ansonsten nehmt ihr natürlich auch das Lineal. So, dann kann man das hier, die Markierungslinien, gut wegradieren. So, das macht ihr dann auf der gegenüberliegenden Seite auch. Und damit ist dann im Prinzip das Gestell fertig. Ich habe das natürlich schon mal vorbereitet. Also so sieht es dann aus. Auf beiden Seiten, also wie gesagt, in der Mitte ist es, der Taschenboden ist 15 breit, 6, 15 und 6. Das hier ist 12 die Höhe und 13. Und dann werden hier diese Durchschlaufungsteile reingemacht. So, dann müssen wir uns jetzt hier um diese Seitenteile kümmern. Dafür gibt es bei, reicht das hier noch? Bei Alexandra Renke so ein super tolles, das nennt sich Bubble-Papier. Sieht aus wie Leder. Und das ist genial dafür. Also wir brauchen ein Stück in einer 10er Breite, das hier passt. Natürlich zweimal. Also Breite 10 und die Länge 13. Dann falzen wir auf der langen Seite einmal bei 1 Zentimeter. So, und davon gehen wir jetzt aus. Das können wir uns mal umfalzen.
bei dem Papier bitte darauf achten, nicht zu doll falzen. Jetzt drehe ich mir das hier einmal um, so dass ich hier auf der Rückseite bin. Weil da werden wir jetzt wieder was abtragen. Und zwar 10 breit. Und der Boden von der Tasche ist eine 6er Breite. Also tragen wir auf der unteren Seite, also da, wo die Klebelasche dran ist, tragen wir 3 an. Auf beiden Seiten. Und auf der gegenüberliegenden Seite tragen wir 4 ab. Auf beiden Seiten. Dann nehmen wir uns die Falzkugel. Also wir machen das alles auf der Rückseite, hier das Anzeichnen, nicht auf der Vorderseite, also diese mit der Lederstruktur, sondern auf der Rückseite. Und falzen jetzt von eine Linie zwischen den beiden Punkten, die wir uns gesetzt haben. Ich halte das gleich mal, ich knicke das dann und dann halte ich das mal in die Kamera, damit ihr das sehen könnt. Ich habe das deshalb 10 groß gemacht, weil wir ja natürlich auch hier an der Seite noch eine Klebelasche haben müssen. Selbst wenn wir das jetzt hier so angeschrägt haben. Aber auch da brauchen wir eine Klebelasche. Also das wird dann halt im Prinzip wie so ein Trapez. So. Und dann kann man hier das auch schon mal so ein bisschen wegschneiden, damit ihr dann auch besser seht, was ich meine. Hier die leicht anschrägen. So, und das brauchen wir ja jetzt nicht so breit. Also nehme ich mir hier mein Geodreieck, lege das hier oben auf die Spitze an und schneide mir das dann bei 1 Zentimeter ab, so dass ich dann hier auch eine Klebelasche habe. Die kann man dann hier auch noch ein bisschen einschneiden. So, das mache ich auf der anderen Seite auch. Hier oben an die Spitze anlegen. Und einschneiden. So, jetzt müssen wir natürlich hier auch diese Durchschlaufungslöcher reinbringen. Das machen wir im Prinzip genauso. Also auf der Rückseite bitte, achtet da drauf. Auch wieder bei 2 cm einen Strich machen. Und bei 4 cm. Und auch hier wieder von der Ecke 1,5 abtragen. Dann gehen wir 1,5 weiter auf die 4. 1,5 weiter auf die 5,5. 1,5 weiter auf die 7. So, dann kann man sich hier auch wieder die Striche markieren, hochziehen. Die werden natürlich auch genauso 3 mm breit wie die anderen. Gucken, dass man schön gerade ist. Da bin ich es nicht. So.
Also, dass das dann im Prinzip so aussieht, so. Und jetzt müssen wir noch die 3 mm breit machen. Also die mache ich bei den beiden äußeren, setze ich die auf die Seite, die 3 mm. Und bei den beiden inneren gehe ich von der Mittellinie je 1,5 mm aus. Sodass das dann, so meine ich, dass es am symmetrischsten ist. Also, ich lege mir das hier wieder an. Gehe hier bei den beiden äußeren auf von der Linie zum Rand hin. 0,3. Und bei den beiden mittleren gehe ich auf jeden Fall, das ist dann die Mitte, und da gehe ich dann 1,5 zu beiden Seiten. Und hier auch 1,5, 1,5. Und dann ziehe ich mir die hier runter, dann weiß ich, wo ich schneiden muss. Na, da bin ich aber schief geworden. Deshalb legt euch immer den Strich hier so auf die Linie, damit ihr das seht. Also es ist ein bisschen Arbeit, aber ich finde, es lohnt sich, weil die ist wirklich richtig schön groß. Also da passt einiges rein. Da kann man einen schönen Gutschein verpacken für eine, weiß ich nicht, für eine Shoppingreise oder so. Keine Ahnung. Da kann man eine tolle Creme drin verpacken. Es ist schön für die Freundin. Euch fällt da sicherlich was ein. So, dann machen wir das natürlich wie bei dem anderen auch. Wir schneiden mit dem Cutter. Upsa. Hier ist nicht nur sehr weich, sondern auch sehr glatt. Deshalb da ein bisschen vorsichtig. Und auch hier wieder so, dass man die rausnehmen kann. Na, da hängt es noch ein bisschen. Wo hängt's? Das war natürlich jetzt schlecht. So. Und das macht ihr dann bei den beiden anderen auch und natürlich auch für beide Seiten. Was ihr aber auch noch machen könnt, ich mache das mal fertig, dann zeige ich euch das nochmal. Das ist nämlich, weil das Papier ist wirklich sehr dünn und weich. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich das etwas hinterlege. Also wenn ihr jetzt anderes Papier nehmt, dann ist das sicher nicht nötig. Aber wenn ihr jetzt euch auch auf dieses Papier kapriziert und wenn ihr das haben möchtet, guckt mal bei mir in der Bio, da habe ich den Link hinterlegt. Da kommt ihr in den Ränke-Shop und da gibt es das Papier. Das heißt Bubbles Papier. Und für solche Sachen ist es halt wie gemacht. Ich meine, es ist natürlich auch sonst schön. Es hat eine ganz schöne Haptik. Und ja, da könnt ihr ja mal schauen. Ihr unterstützt mich damit. Das ist ein Affiliate-Link
Und ja, also so sieht es dann aus von vorne und so von hinten. Und wem das jetzt zu dünn ist, also hier habe ich das nicht gemacht. Ich habe mir aber überlegt, ich hinterklebe das ein bisschen. Und hier in dieser Packung, da ist noch ein Papier drin. Also es ist eine Kombination aus einem dieses Bubbles Papier und das hier nennt sich Seidenpapier. Ich schneide mir mal, also die sind 2 hoch. Ich nehme mal eine 4er Breite. Und messe mir das mal aus, sodass das dann hier drüber liegt. Also das mache ich mal 6,5 breit. Ihr könnt dann natürlich auch das Bubbles Papier nehmen, aber das war mir jetzt zu schade. Und dann lege ich mir das hier drauf. So. Drehe das hier um, halte das gut fest und zeichne das hier mir mal nach, was ich da rausgeschnitten habe. Dann schneide ich mir die hier auch raus und klebe das da drauf. Das habe ich natürlich schon mal gemacht bei beiden Seiten. So sind die dann fertig. Also hier seht ihr das, da habe ich das dahinter geklebt. Und ich fand das irgendwie, das hat mir besser gefallen, weil wenn man hier jetzt diesen Riemen, diesen Papierriemen durchfädelt, dann kann das leicht einreißen. Und das wollte ich verhindern. Und deshalb habe ich mir überlegt, da kann man so ein Teilchen dahinter kleben als Verstärkung. So, jetzt werden die mit doppelseitigem Klebeband belegt. Ganz normal, wie ihr das kennt. Dann können wir das nämlich schon mal so zusammenbauen bis dahin und dann kümmern wir uns um den Taschendeckel. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu wirr, was ich hier jetzt erzähle. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Also wenn natürlich Fragen sind und so, schreibt mir einfach. Ich versuche das dann so gut es geht zu beantworten natürlich. Und ja. Also das ist mir jetzt ein bisschen schwer gefallen, davon ein Video zu machen, weil das sehr ja, erklärungsbedürftig ist und eben nicht einfach nur ja, eine einfache Schachtel oder so. Deshalb seht mir das bitte nach. Aber dafür lohnt sich der Aufwand. Das ist eine tolle Sache, das ist ein tolles Geschenk. Und ja. So, dann können wir jetzt auch schon einbauen. Dann nehmen wir uns unser Teilchen. Dann ziehe ich mir hier das Klebeband ab. Das Klebeband muss auf die schöne Seite. Dann schiebe ich mir das da rein und gucke, dass das so genau wie möglich passt. Und dann kann man das andrücken. Das mache ich auf der anderen Seite auch schon mal. Wie ihr seht, bin ich im Moment wieder unten im Keller. Das ist mir eigentlich lieber zum Filmen, weil ich da mein ganzes Zeug habe. Und ja. So, jetzt natürlich, wie wir das kennen. Zusammenbauen.
gucken, dass es hier schön passt. Kante auf Kante. Andrücken. Ihr könnt euch die natürlich auch verkleinern, wenn ihr möchtet. Also wenn ihr das nicht so groß haben wollt und nicht so ein riesen Geschenk zu verschenken, könnt ihr das natürlich anpassen. Achtet nur immer drauf. Wenn ihr das kleiner macht, dass ihr immer hier diese Schräge habt und dass diese Fädellöcher sozusagen immer hier mit den Seiten übereinstimmen. So, damit haben wir das jetzt schon mal. Jetzt sieht es halt so aus, dass dass das hier so trapezförmig ist. Das kommt nämlich dann nachher, diese Falten, ich hoffe auch mit dem Unterlegten, kommt das dann, wenn wir da das Band durchfädeln. Das wird, da habe ich einfach auch einen Papierstreifen genommen. Den habe ich zusammengeklebt. Wir wissen ja, die sind 2 Zentimeter hoch, diese Schlaufen. Und wir gucken, dass das hier 1,8 ist. 1,8 und 1,8. Also dann muss das, um Gottes Willen, was rede ich hier eigentlich? 1,8 und 1,8 ist 3,6. So, einen Streifen schneiden wir uns jetzt hier ab. So. Und dann falzen wir das auf beiden Seiten, auf der kurzen Seite bei 0,9. Bei 0,9. So, dann kann man das hier schon mal umlegen. Das wird dann dieser Riemen. Der wird jetzt hier, da kommt jetzt auf beide Seiten doppelseitiges Klebeband. Ihr könnt natürlich auch ein Band nehmen, wenn euch das lieber ist, und das mit einer Schleife zumachen. Aber ich wollte das jetzt halt so genau wie möglich nachbauen. Und da ist es ja nicht mit einem Band verschlossen, sondern hier mit so einem Riemen und mit diesen Teilchen da. Da habe ich den Magnet hinter geklebt. So, das hier hat eine Länge von 30 übrigens, oder beziehungsweise 30,5, also volle Papierlänge. Und wird nicht ganz reichen, und darum habe ich hier diese Schnallen, diese goldenen Schnallen noch gefertigt. Und dann habe ich mir das hier so über das, beziehungsweise hier über das Falzbein gezogen.
damit das so ein bisschen, ja, so einen Twist kriegt. Und dann kann man das hier schon mal einfädeln, bevor wir uns dann um den Deckel kümmern. So, schon mal die erste Schwierigkeit. Und ich muss sagen, es geht mit diesem hinterlegten doch viel besser. Das muss man natürlich auch so ein bisschen hindrücken, wie man es gerne hätte. So, dann kommen wir da durch. So. Dann hier auch noch mal. Ist ein bisschen fummelig, aber das schafft ihr. Ich schaffe es ja auch. Und dann noch hier vorne durch. So. So. Und dann kann man dem hier schon mal so ein bisschen Form geben, weil nachher kommen ja gleich noch diese Schnallen da dran. Wer möchte, kann es hier hinten auch noch mal mit einem Klebepünktchen festmachen, aber ich fand es eigentlich ganz schön, wenn das hier so ein bisschen absteht. Das zuppeln wir uns nachher noch zurecht. Wir machen jetzt erstmal den Deckel. So, hier habe ich mir diese zwei solche Schnallen gemacht. Die habe ich mir aus so einem dünnen, hier diesen Karton, diesen weißen, diesen Verbundkarton habe ich mir die zurechtgeschnitten. Habe die mit so einer Goldfarbe bepinselt. Die hält nicht so super. Bin ich nicht so zufrieden mit. Das heißt All Purpose Ink Vegas Gold. Muss man so schütteln. Also es ist eine sehr schöne Goldfarbe eigentlich. Aber man braucht dafür, glaube ich, eine saugende Oberfläche. Und dieser Karton, der hat ja noch so eine Beschichtung, da hat das nicht so gut gehalten. Aber egal, wir machen jetzt damit trotzdem weiter. Jetzt brauchen wir für diese Umschlaglasche, brauchen wir nochmals Bubbles Papier. Und zwar ein Stück in einer 14er Breite. So, dann dann legen wir uns das rum. Wir brauchen hier 1 cm Klebelasche, das ist hier das. Den habe ich mir leicht markiert. Warum, sage ich euch gleich. Dann drehe ich mir das um, markiere einmal bei 5 leicht, also nicht ganz durchdrücken. Bei 5. Und sieht man das jetzt? Sehe ich das jetzt überhaupt? Ja. Vielleicht mache ich es doch noch mal mit dem Bleistift, dann drehe ich es mir mal um. Also bei 1 nehme ich meinen Bleistift und ziehe das hier rüber. Und ihr seht, dann kriegt man hier den Strich. Dann bei 5 dann bei 6,5 6,5 und 4,5 sind 11. Da wird es abgeschnitten. So.
Das habe ich jetzt deshalb gemacht, weil hier dieser Viererblock, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dieser Viererblock, das wird hier die Oberseite. Und da kommen natürlich auch noch mal 2 Schnitte rein, wo dann der Henkel durchkommt. Und das möchte ich mir nämlich auch gerne noch mal verstärken. Und dann nehme ich mir dann noch mal das andere Papier. Habe ich da nicht noch ein Reststück? Nein. Ich nehme jetzt keine 4er Breite, sondern eine 3,8er Breite. Damit ich das genau dazwischen kriege. 3,8. Mal auch nicht ganz 14, dann nehme ich 13,8. Und das klebe ich mir jetzt als erstes mal auf. Also auf die nicht schöne Seite klebe ich mir das hier so drauf, damit ich da auch eine Verstärkung für diese Henkelschlitze habe. So. Die Rückseite hier, das wird ja diese Klebelasche auf der Rückseite, die kann man schon mal ein bisschen abrunden. So. Und jetzt haben wir ja hier einen Absatz von nochmal von 1,5. Also wir haben hier 1, 4er Breite und hier 1,5. Jetzt legen wir uns das mit der langen Seite hier vor uns hin, weil wir machen jetzt, na, geh los, gehst du los. Wir machen jetzt hier diese Lasche. Die dann zwischen diesen beiden Löchern sitzt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, das haben wir ja gesagt, ist 14 breit. Diese Lasche, dass die hier zwischen passt, das kann man noch mal messen. Das hat hier eine Breite von 10 ungefähr. Wir machen das jetzt mal, das ist 10, wir machen das mal 9,8. Also, wir legen das jetzt hin. Und zeichnen uns jetzt hier 2,1, also von außen gesehen 2,1 auf jeder Seite an. Und ziehen uns jetzt eine Linie, eine gerade Linie hier hoch. Könnt ihr das sehen? Das kommt weg. Damit das dann genau zwischen die Schließen passt. So, dann nehme ich mir meine Schere und eine kleine, damit ich das genau treffe. Schneide das jetzt hier weg.
Dann runde ich mir hier das noch so ein bisschen ab. Das mache ich aus der Hand. Wenn ihr einen Eckenschneider habt, der solche kleinen Ecken machen kann, nehmt den gerne dazu. Hier habe ich da jetzt drauf verzichtet und für die andere nehme ich dann hier nochmal meinen Eckenabrunder. So kommt das dann dazwischen. Hier das lappt so ein bisschen über und dann wird das hier hinten festgeklebt. Da können wir dann schon mal Klebeband hinmachen. Einmal über die gesamte Länge. So, jetzt müssen wir uns hier noch diese Henkelgriffe machen. Und damit das so ein bisschen rund wird, kann man das hier auch noch mal so ein bisschen über das Falzbein ziehen. Da kann man dem Ganzen dann so ein bisschen, ja, einen Schmiss geben. Wir machen hier auch wieder 20 mm vom Rand. Malen wir uns mal einen Strich. Jetzt wissen wir ja, dass dieses in der Mitte hier 4 breit ist. Also gehen wir hier mal auf die Mitte. So. Und markieren uns jetzt rechts und links der Mitte auch noch mal jeweils 1 Zentimeter. Rechts und links der Mitte. Also, dass das dann so aussieht. Könnt ihr das sehen? Und machen dann eben auch, die habe ich jetzt nicht so breit gemacht, aber das ist euch überlassen. Machen wir mal 2 breit auf beiden Seiten. Je nachdem, was ihr durchfädeln möchtet. Und dann halt auch noch mal verbinden. Es tut mir sehr leid, wenn mein Kopf im Weg ist, aber das ist halt hier so ein bisschen diffizil. Und damit man das halt, oder ich das sehen kann, muss ich leider mal meinen Kopf da reinhalten. So, dann kann man das hier verbinden. Und dann können wir die Sachen hier auch rausschneiden. Ne, aufpassen, es ist ein bisschen rutschig und jetzt halt auch doppelt so dick. Gut, es ist immer noch dünnes Papier, also versteht mich nicht falsch. Jetzt habe ich mich da ein bisschen verschnitten. Das ist nicht so gut. Aber wir machen jetzt mal einfach weiter. Ich hoffe, das ist auf der anderen Seite nicht sichtbar. Ja. So. Also das Papier ist ganz schön rutschig. Deshalb rutscht man da auch mit dem Lineal immer etwas weg.
So, dann kann man das hier auch nochmal wegradieren, natürlich, damit die Innenseite der Tasche auch schön ist. So, dann machen wir uns noch den Henkel. Den mache ich auch wieder aus dem vorherigen Papier, auch wieder genau so, so breit, 3, was hatte ich gesagt, 1,8 und 1,8 sind 3,6, ne? Schneiden. Und bei 0,9 falzen. Den mache ich jetzt so lang, wie er so lang halt ist. Der wird natürlich abgeschnitten, noch ein Stück. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so lang. So, dann auch hier wieder umlegen. Ich mache das deshalb so doppelt, damit man hier, wenn man von der Seite drauf guckt, halt den schönen Abschluss hat. Das kann man natürlich auch einzeln machen. Hier habe ich zum Beispiel einzeln gemacht. Das ist natürlich dann nicht so wertig, also so wie hier unten. Deshalb machen wir das jetzt auch mal richtig und machen das auch doppelt. Da fällt schon die Rose ab. Das war nicht so gut. Also wieder hier doppeltes Klebeband, wie vorhin. Also wie gesagt, ich versuche euch die Maße so weit wie es geht in die Infobox zu schreiben. Aber hier das mit dem Schneiden und so, das ist halt doch sehr erklärungsbedürftig. Deshalb, ja, müsst ihr halt euch das immer wieder angucken. So, dann kann man das hier abziehen. Und auch das ziehen wir wieder über das Falzbein, damit das ein bisschen Schwung kriegt, das Ganze. So, das wird jetzt so ein bisschen angepasst. Also ich schiebe das hier durch. So, dann knicke ich mir eine kleine Stelle hier um. Also ich mache das mal mit dem Falzbein. Bei 1 Zentimeter mache ich mir mal eine Falz. Da kommt dann auch schon mal ein Stück doppelseitiges Klebeband drauf. Dann haben wir das nämlich schon mal sicher. So. So, das kommt jetzt hier rein. Dann kann man das hier abziehen. Und dann kann man das hier schon mal so ein bisschen umknicken. Bisschen mittig und fest. So, jetzt muss man gucken, wie lang man den Henkel haben möchte. Stecke ich mir das hier durch. Ich glaube, so sieht es ganz gefällig aus. Und dann knicke ich mir das hier ein bisschen an. So, ziehe mir das raus, schneide das hier auch wieder so ab, knicke mir das hier nochmal um und dann kommt hier auch nochmal Klebeband drauf.
Na. So, dann kann das hier wieder durchgesteckt werden. Klebeband abziehen. Und hier so festmachen. Jetzt kann man das hier schon mal so ein bisschen in Form drücken. Dadurch, dass das jetzt hinterlegt ist, ist es natürlich etwas strammer. Aber das macht nichts. Es ist immer noch weich genug. So, jetzt wird das hier hinten angeklebt. Ich glaube, ich mache das mal so. Das war jetzt natürlich doof, den Henkel da dran schon zu machen. Also so. Jetzt gucken, dass das hier zu beiden Seiten ungefähr den gleichen Abstand hat. Fast. Kriegen wir das noch mal hin. So. Und dann kann man das hier mal überklappen. Und so passt es doch schon mal ganz gut. So. So, und jetzt ist halt die Frage, will man das hier, wie will man das jetzt hier noch verschließen? Mit einem Magnet. Das kann sein, dass das nicht so gut hält. Hier dieser Deckel. Wir machen das jetzt aber trotzdem. Weil beim letzten Mal habe ich das gemacht, da hatte ich erst diese da hatte ich zuerst diese Schlaufen dran gemacht und das hat nicht gut gehalten. Wir versuchen das jetzt mal, ob das hinhaut. So, ungefähr hier rüber, bisschen anpeilen. Dahin setze ich den jetzt mal. So. Das ist ein bisschen tricky, aber wir setzen den jetzt mal hier hin. Und hoffen, dass das jetzt einigermaßen an dem Oberteil hält. Das ist jetzt hier noch so ein bisschen störrisch, aber das gibt sich mit der Zeit. Ja. Okay, das behaftet jetzt hier nicht so gut, also müssen wir den hier jetzt aufkleben. So. Jetzt können wir das hier verschließen. Dann ist uns das nämlich hier schon mal aus den Füßen weg. So. Und jetzt können wir hier noch diese Befestigung dran machen. Ich glaube, das muss ich nachher noch mal ändern. Das gefällt mir nicht so gut. Das ist irgendwie ein bisschen schief.
Aber es geht halt ums Prinzip, um euch zu zeigen, wie man sowas machen kann. Jetzt kommen hier diese Teilchen. Da mache ich mir natürlich auch auf die Rückseite doppelseitiges Klebeband. Am besten doppelt. Ach so, wenn ihr solche Magnete haben wollt, kann ich euch den Supermagnete sehr empfehlen. Der Shop heißt so. Und diese Scheibenmagnete sind echt klasse. Die haben die in unterschiedlichen Größen. Ich kriege da nichts für. Das ist hier Werbung aus Überzeugung. So, jetzt kann man das hier abziehen. Und dann setzt man das hier auf die das Gurtband auf. Schön gerade, wenn es geht. So. Ja, und dann kann man das hier auch mit einem Magnet, kann man dann die Hardware hier auch noch verschließen. Und so sieht das dann aus. Und dann kann man hier noch ein Schleifchen drum machen. Und ja, ich finde, das sieht ganz gut aus. Setzen wir mal noch ein Magnet drauf. Und dann hier gegenüberliegend. Ja, und so sieht's aus. So sieht's aus, wenn fertig ist. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Es war jetzt etwas, dann kann man das hier vielleicht noch mit einem Klebepunkt doch noch mal festmachen. Das weiß ich noch nicht. Mal sehen, wie ich das mache. Auf jeden Fall, ja, ich hoffe, es gefällt euch und ihr baut die mal nach. Ja, dekorieren, ne, nach Geschmack. Hier habe ich so ein Bändchen dran gemacht und so eine Blüte dran. Ja, wie euch das gefällt. Und natürlich freue ich mich über einen Daumen nach oben, ein Abo, einen Kommentar. Und ich hoffe, ihr seht mir dieses kauderwelschige Video etwas nach. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ciao!